Guten Morgen, liebe Fliegerfreunde. Ich bin heute wieder mal unterwegs und ich fahre heute mal wieder auf ein Festival. Ich fahre ins Zillertal. Ich war letztes Jahr auch schon dort und es hat mir eigentlich richtig taugt. Deswegen werde ich da jetzt halt wieder hinfahren. Bis gleich. A few inches later. So, angekommen beim Festival. Da ist das Gelände. Und ich habe schon meinen ersten Schirm zum Testen ausgefasst. Ein Niviuk Ikuma 3P ist quasi das Pendant zu meinem IOTA. Und ich möchte halt einfach einmal ein bisschen einen Vergleichstest haben, wo da der Unterschied ist. Jetzt halt holen wir gleich mein Liegegutzeug, pack das da ein. Setzen wir da mal auf, da fliegt man schon. Und ich mir gedacht, ich tue jetzt gleich mal Schirm testen, weil man weiß ja nicht, wie sich das Wetter da so entwickelt. Wenn man da schaut, könnte es ja sein, dass es am Nachmittag regnet. Und dann hätten wir die Chance verdaut, dass wir am Vormittag fliegen. Deswegen gleich einmal Schirm geholt, jetzt auf und dann geht's los. Bis gleich. Was ich jetzt schon mal merke ist, der Rucksack ist einfach halb so leer wie sonst immer. Oder halb so voll, wie sollte man das sagen. Aber der Schirm ist eigentlich gleich einmal richtig viel kleiner und es war eigentlich schon mal geil. Leichter ist auch, also mit IOTA, jetzt bin ich echt schon gefahren, das Fliegen. So, hier oben angekommen, packe ich jetzt den Schirm aus und schau. Oh, vielleicht suche ich mir nur ein besseres Platz. Nehmen wir da alles einmal ab, machen wir da mal auf. Da haben wir alles da und da ist der Schirm. Ikuma 3P. Da umgegangen und ganz wichtig bei Festivals, Leinen sortieren. Weil man weiß nie, wer den Schirm vorher gehabt hat. Hi. Ja, der ist schon schön. Und man merkt oben und unten leicht durch. Das heißt, er ist halt einfach schon mal leichter wie mein IOTA. Der Tragegurt ist eigentlich ziemlich baugleich mit meinem vom Code B. Da das Verschlusssystem, das ist eigentlich der Traum. Also ich kenne eigentlich nichts Besseres wie das Verschlusssystem von Niviuk, von den Bremsgriffen. Dass die nicht runtergehen, da Leinen sind schön sortiert. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Und dann schauen wir uns mal das Wetter an. Da vorne stehen sie. Es ist glaube ich gerade Startverbot, weil der Nebel so drinnen hängt. Aber wir richten sie jetzt einmal fix fertig her. Dann schauen wir dafür und dann schauen wir, dass wir zum Fliegen kommen. Dass wir den Schirm ein wenig testen. Die Wetterprognosen sind auch nicht sehr gut. Deswegen nicht viel reden, fliegen. Hoppala! Und wir sind in der Luft. Es ist ein bisschen nebelig. Ja. Und wir sind schon wieder draußen. Ikuma 3P. Ja, echt ein schöner Schirm. Vergleichbar halt mit dem IOTA, den was ich fliege. Jetzt fliege ich da mal ein bisschen raus und dann schauen wir sich das an. Recht lang wird der Flug jetzt halt nicht. Wir könnten einmal da ins Gas einsteigen, schauen wir sich das einmal an. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das eingestellt ist. Boah. Okay, das ist um einiges schwieriger wie beim IOTA. Da braucht man richtig eine Kraft. Also, ja, jetzt hat es da echt zum Nieseln angefangen. Ich hoffe, das hört jetzt gleich wieder auf. Jetzt habe ich da ewig warten müssen, weil der Nebel oben so lang war. Jetzt habe ich sicher eine Stunde warten müssen. Ja, jetzt werden wir da mal ein bisschen rausfliegen und dann mal einen anlegen. Jetzt ist es wieder aus. Ja, sehr gut. Sehr gut. Niviuk Ikuma 3P. Ich fliege jetzt die Größe 26 für schwere Kinder. Haben wir mal noch. Aha. Da flattert einmal nichts. Das ist ganz okay. Jetzt schauen wir mal, wie er aufgeht. Ohne dass wir was machen. Ja, ich will jetzt halt nicht recht viel machen. Wegen dem Regen. Machen wir nur mal die Ohren ohne beschleunigt. Klar. Da muss man dann noch einmal antauchen. Perfekt. Probieren wir. Naja, jetzt sind wir ein bisschen. Man merkt halt, er pendelt ein bisschen mehr. Steigen wir wieder da eine halb beschleunigt. Und
sehr ruhig, muss ich sagen. Also da sind beim Iota die Ohren, die flattern und einiges mehr. Es war jetzt gescheit, wenn ich Handschuhe gehabt hätte, dann könnte ich das ein bisschen besser alles testen. Machen wir nochmal auf. Perfekt. Dann Kurven fliegen sie auch sehr gut. Auf jeden Fall gleich mal direkt da wieder Iota. Jawohl, hopp. Geklappt, da über mir kommen auch noch welche. Ja, man merkt, wenn er rauskommt, ist er um einiges zittriger. Probieren. Ja, blöd, dass er jetzt zum Regnen anfängt. Müssen wir die Ohren wieder rein da. Probieren wir, dass wir mit den Ohren einmal mit Gewichtsverlagerung Kurven fliegen. Das geht auch halbwegs. Perfekt. Ja, und jetzt wird es mehr. Jetzt schauen wir, dass wir runterkommen. Es sind da ein paar Schirme in der Luft und die werden sich alle gerade das gleiche denken wie ich. Und so ein Festival ist immer ganz cool. Das ist wie bei den Hike and Fly Rennen, da kommen halt alle wieder mal ein bisschen zusammen und man lernt, oder man lernt wieder neue Leute kennen. Die Leute, was man kennt, die trifft man wieder mal von ganz Österreich oder auch Deutsche. Das ist echt okay und taugt mir. Mittlerweile kennt man schon die ganzen Leute. Ja, so. Jetzt werden wir sich da mal in den Endanflug begeben. Schauen wir, ob ich mich verkalkuliert habe oder ob sich das schön ausgeht. Aber normal soll das super passen. Passt! Ah! So, ja, jetzt ist wieder mal, ich glaube, 2 Stunden vergangen und es hat mittlerweile aufgehört zum Regnen. Da fliegen schon wieder die ersten. Ich tue jetzt Gurtzeug wechseln und steige jetzt auf mein Sitzgurtzeug, das Neo, und fahren wir nochmal auf und testen wir irgendwas anderes. Bis gleich. So, ich sitze mittlerweile schon wieder in einem Bau. Das ist jetzt echt alles rucksi-zucksi gegangen und jetzt habe ich ein Nivio Ikuma 3P getestet im Vergleich zu meinem Iota und jetzt habe ich einen Code P im Vergleich zu meinem Code P. Aber jetzt habe ich die Größe 18 und daheim habe ich halt meinen Code P in 20. Ja, und jetzt machen wir mal einen direkten Vergleich. Das ist jetzt alles so schnell gegangen. Ich habe den Code P in die Hand gedruckt gekriegt und deswegen werden wir den halt jetzt halt einfach mal testen. Schauen wir, das Wetter ist jetzt halt wieder mal so wie vorher nicht perfekt. Deswegen wird das auch vermutlich der letzte Flug sein. Wir haben es ja mittlerweile schon 16 Uhr. Aber ich habe mir gedacht, weil ich eigentlich nur heute kommen wollte, wenn es wirklich schön ist am Montag, dann werde ich am Montag nochmal kommen und werde vielleicht noch ein paar andere Schirme testen. Der Flug jetzt, den werde ich unkommentiert lassen. Ich werde mir den vielleicht mit Musik hinterlegen, aber den werde ich jetzt einfach nur genießen und ein bisschen Spaß haben. Mal schauen, ob der 18er Schirm mehr Spaß macht wie mein 20er Schirm. Also bis gleich am Start.
Day 2. So, jetzt geht's weiter. Ich war mittlerweile daheim, bin jetzt wieder hergefahren. Heute ist Montag und es ist blauer Himmel. Da droben stehen zwar nur die Wolken, aber das sollte jetzt auch mal dann weg sein. Heute ist scheinbar der beste Tag vom ganzen Festival. Deswegen bin ich auch wieder hergekommen. Das Wetter am Samstag war jetzt halt nicht das Beste. Jetzt schauen wir, dass wir heute das Beste draus machen. Ihr habt gesehen, ich komme. War jetzt halt nicht der beste Testflug, weil es halt angefangen hat zum Regnen. Code P in 18 war ein geiler Flug, ist echt einer meiner Lieblingsschirme. Echt so spritzig und so agil in der Größe 18. Einfach nur ein Traum. Also echt ein geiler Schirm. Jetzt schauen wir mal, was sich da heute tut. Da geht schon los. Die Leute bauen jetzt schon langsam ein wenig auf. Es ist jetzt 8:30 Uhr. So schnell geht's, sitze ich schon wieder in der Bahn und habe einen neuen Schirm. Man sieht schon an der Verpackung Air-Design. Es ist wieder mal ein Hike-and-Fly-Schirm und zwar die neue Susi, die X-Pad in der Größe 18, dass ich einen Vergleich habe zum Code B, dem was ich am Samstag geflogen bin. Und ja, ich bin echt gespannt. Susi habe ich schon mal gehabt, ein 23er, das ist jetzt ein 18er, also man merkt sicher einen Unterschied, aber sie ist deutlich leichter, also das packen wir aus und das ist halt echt schon mal echt ein klarer Vorteil. Und wir packen das oben dann einmal aus und dann schauen wir sich das einmal an, wie das ausschaut. Also ich bin echt gespannt, weil ich habe eigentlich wirklich schon viel Positives gehört über den Schirm. Deswegen bin ich echt schon gespannt und freue mich schon auf den ersten Flug jetzt dann. Es ist herrlichstes Wetter. Ich habe dabei nur einen Pullover, aber ich glaube, den werde ich jetzt nachher dann gleich mal ausziehen müssen. Jetzt schauen wir sich das gleich einmal an. Die Tragegurte, das ist ja sehr filigran, so wie es sich gehört für einen Leichtschirm. Die Farbe ist einmal mega schön, also richtig schön. Dann schauen wir sich das an. Jawohl, Scheibenkabelsalat drin. Also rein optisch macht einmal einen richtig schönen Eindruck. Schauen wir sich das einmal an, da, was da herin steht. Größe 18 ist von 50 bis 100 Kilo und hat einfach nur 2,06 Kilo. Ist das geil. Ja, jetzt dann wir alleine sortieren und dann schauen wir sich das gleich einmal an, dass wir Flieger werden. Da sind wir in der Luft mit der Susi, also starten lässt es sich ja echt hervorragend. Da gibt es gar nichts. Jetzt schauen wir mal da ein bisschen raus, dass wir da durch den Nebel wieder durchfliegen. Ja, es ist echt irgendwie ein cooler Schirm. Mir hat die Susi auch damals gefallen. Da kommt dann der Nebel. Kurz durchgeflogen, Katsching! Also optisch ist er echt ein schöner Schirm. Schaut eigentlich auch ganz nice aus. Also der Tragegurt an sich ist er echt fein. Also das ist sicher die Lichtoptimierung vom Feinsten. Aber das ist halt irgendwas. Das ist wie von so einem Aldi-Rucksack irgendwie. Ja, das greift sich halt irgendwie nicht so cool an. Aber der Schirm, tippitoppi. Ich habe ja in 18er Code B getestet und jetzt im Vergleich die 18er Susi X-Pad. Also bin ich echt gespannt, wie das jetzt so wird. Das ist so arg, das kleine Schnürl, die zwei kleinen Schnürl, auf die halt alles mein komplettes Gewicht und das ist nicht zwingend. Ja, also da unten fliegen sie überall jetzt schon. Natürlich muss man jetzt dann beim Landen ein bisschen aufpassen. Aha, einen anlegen mit der Susi. Bin ich noch gar nicht eingeschlafen gewesen. Aber wie etwa so kleine Schirme üblich, geht gleich einmal alles wieder auf. Wir müssen nochmal aufgemacht und offen.
Machen wir mal da ein paar schnelle Kurven. Ja! Sehr spaßig auf jeden Fall. Nicht ganz so rollfreudig wie der Code P, aber macht auf jeden Fall auch sehr Spaß. Können wir gleich nur mal probieren. Und da landen sie jetzt nach der Reihe. Das war nicht die schönste Landung. One nap later. So, bin wieder mal hier oben mit einem neuen Schirm. Swing Verso RX in XS. Ich habe einen XS-Schirm. XS von Swing. Schauen wir sich das einmal an. Machen wir mal auf da. Und schauen wir sich den Schirm einmal an. Und das ist scheinbar einer Hike-and-Fly-Schirm. So, was steht da drin? Schauen wir sich das an. XS, okay, 65 bis 100 Kilo, von 65 bis 85 ist ein A-Schirm und von 85 bis 100 ist ein B-Schirm. Der Schirm hat jetzt 2,9 Kilo und ein Bockmaß, dass einer Sau graust. Also den Schirm kriege ich sicher nicht in meinen Rucksack rein. Und ja, ich bin jetzt schon sehr gespannt, ich bin noch nie in Swing geflogen. Und die Swing haben alle das Rast-System. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist in der Mitte überall so eine Art Klappen eingebaut und hat eigentlich 2 Luftkammern. Ich hoffe, ich rede jetzt auch gerade nicht sehr viel Blödsinn, aber auf YouTube gibt es ein Video, was genau das Rast-System erklärt für Swing. 3 Kilo, riesengroßes Bockmaß. Und der XS-Schirm. Schauen wir sich das einmal an. So, schauen wir sich das einmal an. Rot ist A. Der Steuerdruck ist sehr komisch beim Starten. Und wenn er dann einmal gestartet ist, ist es okay. Aber ich habe jetzt auch gar keinen Druck gespürt. Bei der Schirmausgabe haben sie mir das gesagt, dass das sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber er überschießt nicht. Bis jetzt sehr gut. Ein gescheites Sinken haben wir da gerade. Nehmen wir da gleich mal ein bisschen um. Ah, die Balls da drüben fliegen schon thermisch. Schauen wir mal, ob sich der Menu da mit dem Schirm auch vielleicht ein bisschen halten kann. Schauen wir da gleich einmal um. Aber vermutlich eher weniger. Mein erstes Mal, dass ich mit einem Swing fliege. Jetzt fliegen wir da noch über die Gondel drüber. Oh ja, und der Steuerdruck, schaut sich einmal das an. Das ist alles Leerwerk, Leerweg, Leerweg und erst ab da bin ich auf Spannung. Da fliege ich noch nicht einmal Kurven. Also das ist echt viel Leerweg. Das kenne ich so gar nicht. Also, erster Eindruck. Was sage ich da jetzt? Echt viel kann ich gerade noch nicht sagen. Starten, voll geil. Also der ist gleich über mir gewesen, obwohl das ganz wenig Wind gegangen ist. Was komisch war, war der Bremsdruck. Weil ich halt nicht gewohnt bin, dass man bis da runterzieht. Schaut sich das an. Also das ist halt echt weit. Das ist so ein Leerweg. Das bin ich halt nicht gewohnt. Vielleicht ist es bei mir auch so. Aber das war mir halt noch nie aufgefallen. Jetzt da mal da vorne anlegen. Das geht ganz schwierig. Wir müssen den da oben nehmen und der Junge hat dann einfach schon wieder mal die Handschuhe vergessen. Ja, das geht fast gar nicht.
Aber machen wir halt dafür gleich wieder auf. Da drunten stehen sie schon wieder in der Wiesen. Das heißt, ich glaube, dass wir schon wieder einen guten Wind da hinten haben. Fliegen wir da gleich mal um. Mir kommt echt vor, tendenziell haben wir weniger Gleitleistung als mit den anderen Schirmen. Obwohl das der theoretisch, glaube ich, sogar ein bisschen größer ist als wie der Code B und die Susi. Also rein vom Gefühl her sinke ich mit denen um einiges mehr. Ja, er macht aber schon Spaß. Werden wir da gleich mal in den Endanflug gehen. Weil ich natürlich viel mehr Sinken habe, da kommen andere auch noch rein. Das geht sich aber schön aus, aber schaut sich das Sinken an. Eieiei. Jetzt landen wir da alle schön rein. Achtung! Ja, gerade halt so ausgegangen. Das wird einfach nicht mein Marken, glaube ich. Also, ja, schwierig. Spaßig, aber mit 3 Kilo absolut keine Konkurrenz zu den anderen Schirmen. Also, packen wir zusammen.